Moin zu einer neuen Runde Monkey Tested. Heute mit meinem Kooperationspartner Age of Origins. Age of Origins ist ein mobiles Tower-Defense-Strategiespiel, in dem du die Rolle als Kommandant übernimmst, der gerade die Stadt in einer zerstörten Welt übernommen hat. Mit der Hilfe deiner Assistenten und Truppen baust du als Kommandant deine Stadt aus, entwickelst Forschungstechnologien und wehrst Wellen von eindringenden Zombies ab. Kommen wir nun zu unserem dritten Teil der Offiziere. Ich verlinke euch oben rechts nochmal den Link zum letzten Video und im letzten Video findet ihr den Link zum ersten Video, das ist Teil 3. Hier geht es jetzt nochmal darum, welche Offiziere ihr beim Attackieren von Basen oder bei zum Beispiel dem Void angeht oder aber auch, wie ihr eure Basis verteidigt, mit welchen Offizieren ihr das am besten macht. Daher gehen wir nochmal direkt zu den Offizieren und wieder wichtig, ihr müsst sie ernennen. Wenn ihr sie nicht ernennt, dann sind sie im Endeffekt dafür nicht relevant und das wollt ihr einfach wirklich vermeiden, denn ihr wollt die richtigen Offiziere eben für die Attacke oder aber auch für die Verteidigung nutzen. Fangen wir mal mit dem Angriff an, welches Setup ihr dort wählt. Da seht ihr oben schon mal bei den Direktoren einmal Fat Medici und Doc Gray. Doc Gray wird euch kurz wundern, weil im Endeffekt hat er doch eigentlich nur bessere Forschung. Aber wenn wir uns Doc Gray genauer angucken, ist nämlich der wichtige Punkt bei den Offizieren und bei den Direktoren im Einzelfall. Deren Skill ist erst wirklich relevant fürs Angreifen, wenn ihr den Skill nämlich auf 5 Sterne habt, beziehungsweise den Offizier auf 5 Sterne. Denn erst dann schaltet ihr diesen besonderen Skill frei. Und das wäre eben bei Doc Gray einer, der für den Angriff super wichtig ist, denn ihr habt eine sehr hohe Chance, eben einen 1,5-fachen Schaden zu machen. Und je höher ihr das Ganze levelt, desto mehr ist das. Deshalb ist Doc Gray dort. Aber wie gesagt, ihr müsst den auf 5 Sternen haben. Wenn ihr ihn nicht auf 5 Sternen habt, dann bringt euch kein Direktor etwas. Denn auch Fat Medici hat eigentlich nur ein besseres Sammeln als Fähigkeit, aber seine Durchbruchfähigkeit wiederum ist exorbitant gut für den Angriff. Aber auch hier wieder, wenn er nicht auf 5 Sterne ist, dann bringt euch der Direktor nichts. Das ist der Nachteil bei Direktoren. Kommen wir zurück zu dem. Dann nehmt ihr beispielsweise Saki, denn ihr vergrößert eben einfach eure Marschkapazität. Den nächsten, den ihr nehmt, ist dann eigentlich Morgan. Den seht ihr nicht in der Auflistung, denn, wie gesagt, mein Account ist jetzt nicht besonders stark dafür gemacht. Der ist zum Darstellen da. Da gehen wir nämlich auf die Strategen ein. Und hier haben wir einmal Saki. Dann könnt ihr natürlich Godfather nehmen. Der hat auch den Vorteil, dass ihr eben mehr Verbündete habt. Aber ein weiterer wäre noch Major Morgan. Und bei Major Morgan, der erhöht das auch nochmal und der hat natürlich die beste Möglichkeit, eure Marschkapazität oder Fleetkapazität zu vergrößern. Ich habe ihn nicht, aber sobald ihr ihn habt, ist der super, weil der natürlich die größte Möglichkeit hat, weil er eben den besten Skill von allen dreien hat. Dementsprechend dort bei den Strategen ist es definitiv Major Morgan. Und dann bei den Krieg, da nehmt ihr definitiv Panda Jack. Der hat einmal eine super Fähigkeit, aber die Durchbruchfähigkeit, wie gesagt, bei 5 Sternen. Daher verlassen wir uns erstmal auf den besseren Angriff. Und wenn ihr natürlich angreift, dann wollt ihr auch einen besseren Angriff. Dementsprechend für die Angriffsthematik ist es eben, wenn ihr Direktoren auf 5 Sterne habt, dann ist es Doc Gray und Fat Medici. Bei den Strategen ist es Saki, Morgan und Godfather, also Major Morgan. Und bei Krieg ist es definitiv Panda Jack, weil er eben diese Verbesserung bei Startangriffen hat, die essentiell ist. Kommen wir jetzt zur Verteidigung. Dort ist es immer noch Doc Gray, wenn ihr ihn auf 5 Sternen habt. Wenn ihr nicht auf 5 Sterne habt, dann bringen euch die ganzen Direktoren nichts. Die Ergänzung dazu wäre in dem Fall der Skinny Medici, aber auch nur, wenn ihr ihn auf 5 Sterne habt, denn ihr habt dort die Durchbruchfähigkeit von Skinny Medici als Stadtschutzexperte und damit einfach ein super Schadensreduzierer als Skill. Dementsprechend ist das der, den ihr haben wollt. Bei den Strategen ist es eben so, dass ihr Bravestar haben wollt. Und das ganz einfach, der sorgt dafür, dass ihr eine Erhöhung eurer verwundeten Kapazität habt. Und dann wollt ihr noch Rockbell haben, denn die bietet genau das gleiche, etwas niedriger als Bravestar, aber die beiden solltet ihr, wenn ihr angegriffen werdet und euch verteidigen wollt,
damit ihr eben viele Punkte bekommt, dann ist das genau die perfekte Kombination bei den Strategen, die ihr dafür haben wollt. Kommen wir dann noch zu dem Kriegsteil. Das wäre dann Kingsley. Und da ist es einfach, dass er bei der Stadtverteidigung die bessere Verteidigung bietet und der hat eben so eine Verteidigungsfähigkeit, die exorbitant gut ist, wenn ihr euch verteidigen wollt. Das war der Teil zum Verteidigen. Wie gesagt, wenn ihr generell Empfehlungen zu den Offizieren habt, der Link ist im Video als auch in den Kommentaren nochmal angepinnt. Damit hoffe ich, dass ihr euch in den 3 Teilen einen guten Überblick über die Offiziere, das Ernennen der Offiziere, warum ihr das machen solltet und in welchem Setup ihr zum Beispiel bei den verschiedenen Projekten, ob es jetzt für die Forschung ist, welche ihr dort nehmen sollt, damit ihr Zeit spart und eure Entwicklung bestmöglich nutzen könnt, sei es bauen, sei es Forschung, sei es sammeln, egal was davon, sei es Angriff oder Verteidigung. Die 3 Videos sollen euch dabei unterstützen. Ich hoffe, ich kann euch damit helfen.